Ich sehe mögliche Zukünfte, alle gleichzeitig. In so vielen Zukünften triumphieren. Aktuell ist Dune 2, die Verfilmung der Romanvorlage von Frank Herbert, wieder in aller Munde. Und so wie es scheint, hat Star-Regisseur Denis Villeneuve erneut abgeliefert und die einst als unverfilmbare Vorlage in ein Meisterwerk verwandelt. In diesem Video schauen wir uns daher mal die Videospielegeschichte von Dune an, welche vor allem im RTS-Bereich richtungsweisend war und aus kleinen Indie-Entwicklern wie Westwood Branchenriesen machte. Let's go. Arrakis is a test. Few survive it. I want to be close to you. It's so good to be near you. I think I've fallen in love with you. I want to be with you every day. Oh, this is so... With Chinese help, you will soon be a real Fremen Muad'Dib. Dune erblickte als Videospiel erstmals 1992 das Licht der Welt und erschien neben dem PC für MS-DOS auch für den Amiga und später für das Sega Mega CD. Das Spiel, welches sich stark an der Filmvorlage der ersten Verfilmung von David Lynch aus dem Jahr 1984 orientiert, war ein wilder Mix aus Point-and-Click-Adventure und rundenbasiertem Taktikstrategiespiel, welches obendrauf auch Flugpassagen inklusive Sandwurmreiten bot. So richtig zünden konnte die Idee aber nicht. So urteilte die Powerplay damals, dass die vielen Ideen zwar interessant waren, aber zu keinem guten Spiel zusammenführten und so, Achtung Wortspiel, versandeten. Viel besser wurde es aber bereits im gleichen Jahr mit Dune 2 Kampf um Arrakis vom damals noch kleinen Indie-Team namens Westwood Studios, die im Alleingang mit diesem Titel das Genre der Echtzeitstrategie erfanden bzw. salonfähig machten. Im Spiel, welches mit dem anderen Titel nichts zu tun hatte, trotzdem aber die 2 im Namen tragen musste, konntet ihr wahlweise mit den Häusern Atreides, den bösen Harkonnen sowie der hinterhältigen Händlersippe der Ordis, die in den Büchern nur eine Randrolle spielt, bzw. in den Filmen gar nicht vorkommen, spielen. Dune 2 bot bereits damals echten Basisbau sowie richtige Echtzeitkämpfe mit dem Stein-Schere-Papier-Prinzip und war so nicht nur die Vorlage für das hauseigene und später noch viel erfolgreichere Command & Conquer, sondern ebnete auch den Weg für Warcraft 1 unter Blizzard, die hier gehörig kopierten. But the sisterhood of the Bene Gesserit has been wrong before, from time to time. Mit 6 Jahren Pause waren es erneut die Westwood Studios im Jahr 1998, die es mit dem direkten Nachfolger Dune 2000 erneut wagten. Dune 2000 erschien für PC und PlayStation 1 und orientierte sich optisch ebenfalls am Kinofilm von 1984. Im Spiel ruft der Imperator einen Wettstreit auf Arrakis aus, in dem es darum geht, die großen Adelshäuser dazu zu bringen, Spice abzubauen. Da es für die Häuser sonst keine festgelegten Regeln und Territorien gibt, eskaliert schon bald ein neuer Krieg unter den 3 teilnehmenden Häusern Atreides, Harkonnen und Ordos. Dune 2000 konnte solide Wertungen einsammeln und erhielt zum Beispiel von der GameStar 85% mit dem Zusatz sehr gut, ging aber in der breiten Masse unter und konnte verkaufszahlentechnisch nicht mit dem hauseigenen Command & Conquer mithalten. 1998 erschien nämlich auch nichts Geringeres als StarCraft, Die Siedler 3, Populous oder Anno 1602, zudem im Jahr davor Total Annihilation, Age of Empires oder Dungeon Keeper. Trotzdem brachte man 2001 die Trilogie zu Ende und veröffentlichte Emperor Battle for Dune. The Harkonnen are everywhere. We are fools if we think that we can stand alone against them. Das Spiel setzt direkt an die Handlung von Dune 2000 an und führt erneut in einen Krieg auf dem Wüstenplanet Dune. Da der Imperator durch die Bene Gesserit Lady Ilara ermordet wurde, stürzt das Imperium ins Chaos. Um für Ordnung zu sorgen, ruft die Raumfahrergilde einen Krieg der Assassinen auf dem Wüstenplaneten aus.
Die 3 Hohen Häuser treten also erneut gegeneinander an, um dann schlussendlich den neuen Imperator zu bestimmen. Auch hier wird klassische Echtzeitstrategie geboten, die im Prinzip grundsolide war, aber ebenfalls an der Konkurrenz zerschellte. In den großen Jahren der Echtzeitstrategie, Ende der 90er und Anfang der 2000er, war der Markt einfach abgegriffen. Die PC Games vergab 79%, die GameStar sogar starke 87%. Da man bei Westwood erneut nicht die erwarteten Umsatzzahlen erreichen konnte, gab man dann schlussendlich die Marke ab, die man ohnehin nicht exklusiv besaß. Denn im gleichen Jahr kam mit Frank Herberts Dune ein 3D-Action-Adventure für PC und die PlayStation 2 auf den Markt, welches auf der dreiteiligen TV-Serie zu Dune aufbaute, welche die zweite Verfilmung des Stoffes darstellt. Im Spiel spielt ihr Paul Atreides, der sich das Vertrauen der Fremen erarbeiten muss, um diese gegen die Harkonnen aufzubringen, um den Planeten zu befreien und seine Familie zu rächen. Also im Prinzip die Handlung des jetzt im Kino laufenden Films. Das von Widescreen Games entwickelte Spiel, ihr habt noch nie was von denen gehört, verkam aber ebenfalls zum großen Flop und bekam auch noch miese Bewertungen. Besonders kritisiert wurde, dass Missionen mitunter wegen Munitionsmangel neu begonnen werden mussten und die deutsche Vertonung nicht lippensynchron war. Das Spiel lief so mies, dass deren Publisher Cryo Interactive Entertainment wenige Monate nach der Veröffentlichung bankrott ging und den Betrieb komplett einstellen musste. Daher wagte sich ab hier für Jahre erstmal niemand mehr an die Romanvorlage von Frank Herbert, die zwar durchaus gute RTS-Spiele vorweisen konnte, bis auf Dune 2 von 1992 aber nie wirklich richtig erfolgreich beim Spieler ankam. Wir drehen also die Uhr ganze 21 Jahre weiter und landen im Jahr 2022, in dem Dune Spice Wars in den Early Access startet und schließlich im September 2023 veröffentlicht wird. Das kleine Indie-Projekt konnte zwar für einige Stunden fesseln, orientierte sich auch irgendwo grob am Vorbild aus den 90ern, scheiterte aber an einer komplett fehlenden Story-Kampagne und einem langweiligen Late-Game. Die Fachpresse gab durch die Bank auch nur mittelmäßige Wertungen, weswegen der Titel wohl auch komplett an mir vorbeigegangen ist. Was bleibt, ist Entwickler Funcom, die es in der Zukunft mit einem gerade in Entwicklung befindlichen MMO Dune Awakening nochmals im AAA-Format versuchen möchten. Das Spiel soll euch mit tausenden anderen Spielern den Wüstenplaneten erkunden lassen und euch frei entscheiden lassen, für welches Haus ihr euch am Ende entscheidet. Optisch hält man sich hier sehr an die neuen Filme, was durchaus schon mal überzeugen kann. Ob der komplette Rest auch was taugt und so endlich wieder einen erfolgreichen Titel für das Franchise bedeutet, bleibt natürlich abzuwarten. Und jetzt ihr. Welche Dune-Spiele habt ihr schon gespielt? Oder war das jetzt komplettes Neuland für euch? Gerade die Westwood-Titel sind meiner Meinung nach auch heute noch einen Abstecher wert, definitiv. Falls ihr bis hier durchgehalten habt, vielen Dank an dieser Stelle fürs Anschauen und wenn ihr mehr solchen Content genießen möchtet, lasst doch gerne ein kleines Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Arrakis is a test. Few survive it. But the humans that do awaken.